Ich bin wieder aus der Höhe zurück, zu Hause angekommen und mein Training hat jetzt einen ganz anderen Schwerpunkt bekommen. Ich nehme euch heute durch den ganzen Tag mit und wie der im Schnelldurchlauf aussah, seht ihr jetzt. So, haben Sie auch Lust bei Philipp Seib zu trainieren? Es ist wunderschön, abwechslungsreich. Vielleicht überlebt man. Ain't no stopping us, we do the impossible. Yeah. Ain't no stopping us, we do the impossible. Straight to the top, we're the top dogs and you're not. Too real, never fake it. So close, I can taste it. We do the impossible. Ja, der Tag ging los mit einer Laufeinheit, nachdem ich in St. Moritz vor allem Skilanglauf gefahren bin und ich bin schon ein bisschen im Schnee auch gelaufen, habt ihr ja gesehen, aber das war eher alles ein bisschen lockerer und gerade geht es ja vor allem um Schnelligkeit, liegt unter anderem auch daran, dass ich eben in meiner ersten Zyklushälfte bin und die eignet sich hervorragend, um hart zu trainieren, von daher kriege ich es gerade geballt. Okay, die heutige Laufeinheit von Laura ist ein bisschen speziell. Wir gehen auf einen besonderen Untergrund, auf einen alten Sandplatz und Laura läuft sich warm, dann kommt eine Runde Mobility, dann kommen einige Sachen an der Koordinationsleiter in Kombination mit sogenannten Abläufen oder Steigerungsläufen und dann kommt eine Serie von 3x, 6x ca. 120 Meter Diagonale im Tempo, würde ich jetzt sagen, von ca. 18 Sekunden pro 100 Meter, also ein Dreierschnitt. Ja, das ist von der Sauerstoffaufnahme ziemlich fordernd und eine sehr abwechslungsreiche Session, die Laura hier im Übrigen mit Spikes läuft. Also wir sind heute auf diesem wunderschönen Sandplatz. Der Sandplatz hat tatsächlich, auch wenn er wirklich sehr oldschool wirkt, einen riesen Vorteil. Der ist mit Wasser vollgesogen und der ist schön weich. Das heißt, der Impact ist für die Läufer einfach deutlich geringer. Das heißt, meine Athleten kennen den Platz hier. Das ist einer der wenigen, die es noch gibt. Es gibt leider eigentlich keine Aschebahnen mehr oder Sandbahnen und ja, deswegen suchen wir immer wieder nach und gerade fürs Wintertraining ist das ziemlich optimal. Laura hat jetzt 2 Wochen relativ viel Volumen in der Höhe hinter sich, also das heißt, da waren wir zwischen 28 und 32 Stunden pro Woche unterwegs und jetzt ist natürlich in der Woche deutlich weniger angesagt, aber Laura ist, wie sie glaube ich schon mal auf Instagram gesagt hat, in der ersten Hälfte ihres Zyklus, das heißt, wir machen jetzt keine klassische Entlastung danach, sondern wir gehen in einen Mix aus sehr niedrigen Intensitäten und sehr, sehr hohen Intensitäten und genau das machen wir hier. Ja, dann ging es direkt im Anschluss eigentlich auch schon ins Becken. Dort bin ich eigentlich nur ein paar ruhige Kilometer geschwommen. Ich arbeite gerade, wie eigentlich auch fast immer, viel an meiner Technik und habe da echt schon richtig coole Fortschritte machen können. Also es fühlt sich viel, viel besser an. Ich habe echt langsam das Gefühl, dass ich hier viel mehr Wasser greifen kann und auch nach hinten wegdrücken kann. Ja, da bin ich extrem happy drüber und hoffe, der Fortschritt geht so weiter. Okay, das Set ist super schlicht und nicht sonderlich speziell. Laura ist gemütlich eingeschwommen. Dann kam ein Mix aus Lagen und Technik, um einfach da ja, früh dran zu sein mit dem Zug, um nach und nach weiterzuentwickeln, die Technik im Delfin, im Rücken und im Brust für Laura. Genau, und jetzt folgt gerade eine Serie von 3x500, die ein bisschen aufgesplittet sind in Teile mit Pedals, Teile mit Pullboy, Teile ganze Lage. Und ja, so geht es ein bisschen die Serie durch. Es kommt nachher noch was zum Auflösen, dass die Frequenz wieder da ist. Und dann ist die Serie auch schon überstanden. Wer von euch sich wundert, warum ich jetzt hier so einen Kasten an meiner Schwimmbrille habe, das ist die Formschwimmbrille und ja, die zeigt mir hier quasi mit einem kleinen Monitor im Sichtfeld an meine Geschwindigkeit, meine Zuganzahl und ja, man kann verschiedene Dinge programmieren, auch Puls, wen es interessiert. Ich nutze die Brille, Entschuldigung, damit ja, ich ein besseres Pacing-Gefühl bekomme und für alle, die gerne mit Uhr schwimmen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, für die übernimmt die Brille auch das Bahnenzählen, also von daher eine ganz coole Sache, die man ja, super auch immer wieder einbauen kann.
Manchmal mache ich das Display aber auch aus, wenn ich mich wirklich irgendwie zum Beispiel richtig krass auf die Technik konzentrieren möchte, dann will ich nicht immer irgendwas sehen, aber dafür kann man es dann auch einfach easy ausschalten. Bin gelaufen und geschwommen. Zwischendrin hatte ich noch einen Shake und einen kleinen Riegel, damit mir die Energie nicht ausgeht. Aber jetzt geht's ans Mittagessen. Ich mache mir hier einen bunten Teller aus Ofengemüse, Tempeh aus Lupinen, schwarzen Bohnen, Quinoa, bisschen Salat von gestern und noch so ein bisschen Erdnuss, Kokos, Milch, Sojasoßen, Topping. Ja, dann die schönste oder schlimmste Einheit des Tages hat mich dann nach dem Mittagessen erwartet. Das war dann die Sprintintervalle mit dem Blood Flow Restriction Training. Das heißt, jetzt kommen Wingate-Intervalle auf den Zyklus. Davon fährt Laura normalerweise zwischen 6 und 10 Intervallen bei ca. 10 Watt pro Kilogramm bei 20 bis 30 Sekunden Last. Und im Anschluss gibt es Kniebeugen mit Blood Flow Restriction Training und ja, davon versprechen wir uns eine Senkung der Laktatbildungsrate, eine Erweiterung der Sauerstoffaufnahme und der ganze Hormoncocktail, der dabei entsteht durch das Training, den lassen wir direkt nach dem Training ohne Cooldown in der Muskulatur und dann ist für Laura für heute Feierabend. Das Don't Try This at Home ist mein absoluter Ernst. Wenn ihr solches Training macht, solltet ihr sicher gehen, dass A, die Venen in Ordnung sind, B, dass ihr auf keinen Fall den arteriellen Blutfluss irgendwie wirklich richtig bremst. Es geht darum, den venösen Rückfluss zu bremsen, deswegen heißt es auch Blood Flow Restriction und nicht Okklusion. Und genau deshalb immer jemanden dabei haben, der das Ganze kontrolliert, der da dabei ist und es ist auf jeden Fall super fordernd für den Kreislauf und für den Gesamtorganismus. Laura hat danach dann einfach Pause und Zeit zur Regeneration. Extrem komische Trainingseinheit, die aber super effektiv ist. Als Quereinsteiger, so wie ich im Triathlon, ich habe ja früher einfach immer nur nach der Dauermethode trainiert und das hat natürlich nicht dazu geführt, dass ich extrem spritzig bin oder sehr schnellkräftig. Von daher sind wirklich diese kurzen, harten Belastungen Sachen, die mir sehr schwer fallen und deshalb möchte Philipp natürlich auch, dass ich die möglichst häufig auch trainiere, damit ich mich einfach weiterentwickle. Und ich weiß, dass es sinnvoll ist, von daher ziehe ich das durch, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Aber gerade auch für jeden, der eben vielleicht später erst in den Sport gekommen ist und nicht als Kind schon sehr viele schnelle Sachen trainiert hat, kann ich das nur empfehlen, dass man wirklich auch den Fokus vor allem im Winter immer darauf legt, so schnelle, kurze Sachen zu machen. Einige von euch werden vielleicht enttäuscht sein, dass mein Tag heute jetzt kilometermäßig oder stundenmäßig gar nicht extrem war. Aber ich kann euch sagen, diese kurzen, intensiven Belastungen, die haben es auch ganz schön in sich. Und ihr müsst immer bedenken, dass vor allem das Nervensystem auch extrem viel Zeit braucht, um sich zu erholen von sowas. Also der Impact von so einer kurzen, maximalen Anstrengung, der ist teilweise größer als jetzt von einer 3 Stunden Dauereinheit. Von daher habe ich es für heute geschafft. Ich werde noch schön gleich meine Speicher auffüllen und genießen, dass ich einen guten Trainingstag eingetütet habe. Und ich hoffe, ihr hattet Freude, mir zu folgen, habt vielleicht die eine oder andere neue Sache gesehen. Und für mich geht es jetzt auch nur noch aufs Sofa, beziehungsweise ich sitze da, ich lege mich gleich hin. Ihr liegt wahrscheinlich auch auf dem Sofa oder sitzt auf dem Fahrrad, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr dieses Video geschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, damit ihr in Zukunft nichts verpasst.